Wir überqueren gerade den Main und sind auf der Fahrt zu einem Stellplatz in der Stadt Lichtenfels. Den Stellplatz, die Stadt und auch die Umgebung möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Herzlich willkommen dazu. Blick auf die Karte, wo liegt Lichtenfels? Nördlich von Nürnberg und südlich von Coburg an der A73. Wir waren ja eine Woche in Österreich, ich habe darüber ja schon in einem Video berichtet. Jetzt haben wir noch etwas Zeit und wollen uns noch ein paar Plätze in Deutschland anschauen. Wir suchen immer nach relativ neuen Stellplätzen, um sie dann hier in den Videos zu zeigen, um andere Camper darüber zu informieren. Wir haben Ende August, es ist ein Freitag und wir fahren in der Mittagszeit in die Stadt Lichtenfels hier ein. Wir sehen hier auf der rechten Seite ein Schild mit einer Höhenbegrenzung von 3,10 Meter und einer Tonnenbegrenzung auf 3,5 Tonnen. Da müssen wir aber nicht hin, wir biegen vorher hier links ab. Wenn wir geradeaus gucken hier auf die Laterne, dann sehen wir dort schon ein Hinweisschild zum Stellplatz. Das ist immer sehr angenehm. Hier kommt schon ein weiteres Hinweisschild und müssen wir gleich hier wieder links abbiegen. Wir sehen jetzt rechts das Schild Sackgasse, davon nicht irritieren lassen, der Stellplatz liegt am Ende dieser Sackgasse. Jetzt haben wir gleich den Stellplatz erreicht, er liegt hier die Zufahrt liegt hier auf der rechten Seite. Wir sehen ein Wohnwagengespann, das kann ich jetzt schon vorausschicken, hier sind auch Wohnwagen herzlich willkommen. Auf dem Schild hier sehen wir den Namen vom Platz, er ist Korbcamp. Und hier sehen wir jetzt eine große Pfütze, das hängt damit zusammen, es hat in der Nacht stark geregnet und das Wasser konnte hier wohl so schnell nicht weg. Hat aber nicht lange gedauert, dann war es trocken. Der Platz hat insgesamt 21 Parzellen, eine schöne Breite, etwa 6 Meter geschätzt von mir, also Markise ausfahren kein Problem. Und in der Länge denke ich für Fahrzeuge bis zu 10 Meter auch kein Problem. Es ist Freitagnachmittag und es gibt noch viele freie Plätze. Ich weise immer wieder gerne darauf hin, es handelt sich hier um einen Stellplatz, nicht um einen Campingplatz. Und ich bewerte nicht den Platz, sondern ich zeige nur, wie es dort aussieht. Jeder Platz hat hier einen Stromanschluss. Den schaltet man frei über ein Terminal, der mitten auf dem Platz ist. Dort kann man dann alle Stromanschlüsse sehen bzw. Nummern und wirft dann Geld ein und schaltet dann entsprechend einen Stromanschluss frei. Das Ganze geht auch bargeldlos. Ich nutze ja keinen Strom, deshalb kann ich dazu nichts oder wenig nur sagen. Auch etwa Mitte des Platzes steht ein Container. Dort findet man Informationen, auch Informationen, wie hier die Platzgebühr zu zahlen ist. Es gibt hier zwei Möglichkeiten, die Platzgebühr zu bezahlen. Einmal in bar. Man nimmt hier aus diesem Plexiglaskasten einmal den Parkschein und einen Kuvert. Auf dem Parkschein steht da genau drauf, wie viel kostet. Das normale Ticket für Wohnmobil kostet 15 €, für 24 Stunden. Etwas teurer wird es, wenn man mit Anhänger kommt oder Pkw und Wohnwagen. Kann man aber alles hier genau auf dem Zettel lesen und nachvollziehen und füllt den dann aus mit Datum und Kennzeichen. Steckt dann noch die Platzgebühr in den Umschlag und wirft das Ganze dann in den Briefkasten ein. Wer jetzt Bargeld loszahlen möchte, auch kein Problem, dann lädt man sich hier die App runter. Das ist alles recht einfach, ich habe das alles mal probiert und kann dann damit die Platzgebühr bezahlen. Diese App kann man natürlich dann auch anderweitig noch nutzen. Wir sind ja circa 14 Tage schon unterwegs, so müssen wir uns jetzt auch mal wieder versorgen mit Lebensmitteln. Und da ist das hier sehr günstig. Die Supermärkte sind hier nur 500 Meter vom Stellplatz entfernt. Wie man sieht bei Rita auf dem Fahrrad hat sich einiges an Pfandflaschen bei uns angesammelt. Die geben wir natürlich wieder zurück. Und so sind wir jetzt auf dem Weg zu einem Discounter. Hier gibt es nicht nur den Discounter, sondern auch noch weitere Geschäfte. Und das Ganze ist nur wenige 100 Meter vom Stellplatz entfernt. Auch das Stadtzentrum ist schnell zu erreichen, ich würde sagen maximal 1 Kilometer vom Stellplatz entfernt. Lichtenfels ist als deutsche Korbstadt bekannt. In dieser Stadt dreht sich viel um das uralte Handwerk oder Kunsthandwerk Flechten.
Überall in der Stadt sieht man Körbe, hier hängen zum Beispiel welche über der Straße. Dann gibt es hier noch ein Kunstwerk, das soll das Flechten symbolisieren oder eine Weide, ich weiß es nicht ganz genau, jedenfalls für mich so ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Es gibt hier in der Stadt einen Korbmarkt, der findet statt vom 19. bis zum 22. September. Am Abend waren wir auch essen in der Stadt und zwar neben diesem Kunstwerk gibt es ein griechisches Lokal. Dort haben wir gut und preiswert gegessen. Am nächsten Tag sind wir mit den Fahrrädern gestartet. Unser Ziel ist das Kloster Banz, etwa 6 bis 7 Kilometer vom Stellplatz entfernt. Das letzte Drittel der Strecke ging stark bergauf, eine starke Steigung. Wir mussten uns ganz schön anstrengen, trotz unserer E-Bikes. Es ist ein Sonntag, an dem wir hier zum Kloster gefahren sind. Wir hatten schon befürchtet, dass hier viel Betrieb ist, hielt sich aber in Grenzen. Das Kloster ist heute im Besitz einer Stiftung und wird teilweise als Tagungsstätte genutzt. Es gibt Führungen durch das Kloster. Wir haben uns es allerdings nur von außen angesehen, beziehungsweise wir haben mal in die Klosterkirche reingeschaut. Von hier oben hat man eine herrliche Aussicht in die Landschaft. Kultur macht ja hungrig und durstig und so ging es in die Klosterschenke und da konnten wir hier im Biergarten ein leckeres Bier genießen. So konnte es dann gestärkt wieder zurück zum Stellplatz gehen und die Rückfahrt war natürlich wesentlich angenehmer, da es ordentlich bergab ging. Auf dem Stellplatz war übers Wochenende immer ein stetiger Wechsel von Wohnmobilen, aber es gab immer ausreichend freie Plätze. Wer also einen Etappenplatz braucht, südlich von Coburg an der A73, der hat hier immer eine Chance, einen freien Platz zu finden. Das muss ich vielleicht noch erwähnen. Ein Stück hinter diesen Bäumen verläuft eine Straße und von dort hört man dann schon mal den Straßenverkehr, allerdings nur am Tage. Am Abend ist es recht ruhig und in der Nacht war es ganz ruhig. Das ist für einige vielleicht auch noch wichtig. Hier gibt es ein gutes WLAN. Das Passwort findet man in der Platzordnung am Gebäude. Der Platz ist auch ganzjährig nutzbar. Kurz vor unserer Abreise haben wir dann die Betreiber noch kennengelernt. Das ist Jürgen mit seinem Sohn. Wir waren 3 Tage auf diesem Stellplatz. Dann ging es für uns weiter. Wir haben hier noch Ent- und Verseucht. Da muss ich vielleicht noch auf eine Sache hinweisen, und zwar, wenn man Frischwasser zapfen möchte, dann muss man oben am Display erst den Wasserhahn freischalten und dann das Geld einwerfen und dann kann man unten den Wasserhahn öffnen und das Wasser läuft. Das ist hier gut gelöst. Wer wie wir einen Fäkalienfesttank hat, kann hier sauber, wenn er so einen Schlauch hat wie wir, sauber entsorgen. Für uns hat an diesem Platz alles gepasst, Preis-Leistung stimmt, schnell zu erreichen von der Autobahn ist der Platz, stadtnah ist der Platz, die Umgebung ist schön, habe ich noch gar nicht gesagt, der Main ist nicht weit, kann man also auch schnell mit dem Fahrrad hin. Auch diesen Stellplatz findet ihr auf der Haco Stellplatzkarte mit dem Video hier dazu und natürlich auch in der Haco App. Das soll es mal wieder gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.